Der Lippenstift-Mörder. All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Floyd Rose of the Homicide Squad has decided to take early retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. Floyd's departure leaves a place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a chair. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. Your first case is the murder of a woman, found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. Der Werwolf. Also nur um das mal klarzustellen, stand da nicht eben eher der rote Lippenstift-Mörder? Egal. Wenn du Abteilung abschließt, ist irgendwas frei. Keine Ahnung, so schnell war ich es nicht. Der ist ja ganz begeistert, mit uns zu arbeiten. Okay, haben wir wieder ein anderes Auto bekommen. Jetzt steig ich ja. Ey, du Vollidiot. Also, ne? Kann ich nicht machen, wie man will. Oh, denn ich glaube, da eine 5 steht, haben wir 5 verschiedene Autos gefahren oder so. Oder ein 5-Sterne-Auto. Keine Ahnung. Der ist ja sehr gesprächig. What happened to Rose? Parker wants the chief's job. Word is it's either going to be him or Thagwood. Da haben wir so ein Straßenverbrechen gerade. Where does that leave you, Galloway? Leaves me saddled with a chump like you, Phelps. I didn't ask for you, and I don't want you, so keep it to yourself. See if you can learn something about seeing how a real cop operates. What did he mean by the werewolf? Medallion. The Daily News came out calling him the werewolf killer. The Ja, Examiner kriegen so came up keinen with the Unfall black falsch dahlia. Are we any closer to catching him? Not a chance. 6 months and hundreds of guys running down leads, and we got nothing. You don't think this has anything to do with it? No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy gets into a beef with his wife, he takes it too far. This will be the same. But cutting someone in half and leaving them off the sidewalk, that's a one-off. Why so many women this year? Because of the war. Das ist weit weg, ey. Any central unit, car 16L reports a possible jumper at 8 and Todessturz. I'll do it! So help me God, I'll jump! Oh Gott, das kann ich nur Let me verkacken. do the talking, detective. I know a ton of this psychology stuff. You take the back alley and find a way up there. Come on, Phelps, let's get moving. That's the guy from the paper. Der rennt wenigstens mal mit. I will! Ist aber auch schön, dass der eben gesagt hat, wir wollen das ja vor der Mittagspause erledigt haben. Hier ist eine Frau ermordet. Viel Spaß. You think this thing can hold you, Rusty? Ich hab meinen Kopf schon in seinem Arsch. Ich schon ein Arschkriecher jetzt. Außerdem irgendwie sind die Straßenverbrechen nicht immer gerade. Wir sind in der Höhe. Wir sind am Arsch der Welt irgendwie. No offense, but I don't want this last on my shoes. Are you crazy? What are you trying to do? I remember my first jumper. Could have soaked him up with a sponge. Soll ich hier noch warten oder was? Shut up, alright? I know what you're trying to do, it won't work! Irgendwie glaube ich, der Mord wäre This auch what you wichtig wanted? gewesen. I can't do it! Mach mich mal weg. I'll come quietly, I need some help. Please. You gotta get me some help.
You're a danger to yourself and to others. Ich einfach mal feiern gelassen dafür, dass er sowieso da runterkommen wollte, nachdem wir ihn darunter gerissen haben, förmlich. Statt ihm einfach nur kurz darunter zu helfen. Rangaufstieg, Rang 11. Also mein größtes Problem mit den ganzen Autounfällen entsteht immer beim Drehen. Ich fahre mal hier schon mal rüber. Rechts wollte ich sagen, das ist ja eher links vielleicht. Der andere da, der redet nicht mehr mit uns. Ich glaube, der kann uns sowieso nicht leiden. Ich glaube, der denkt, wir haben sowieso noch nichts erreicht, haben den Posten hier unverdient, sollen uns erstmal beweisen. Alter Schwede, ist das weit weg, ey. Komm hier rein. Gut, ich glaube, die nächste ist auch getan. Ich halt nochmal nach rechts und dann nochmal nach links. So, das funktioniert auch nicht. Ich fahre einfach scheiße. Ja. Aber war's klar. Was ist denn wieder am Arsch der Welt, 100 Pro? Oh Mann, ey. Ja, ich will so ein paar Straßenverbrechen auch mal noch aufklären. Die sind eigentlich teilweise auch ganz cool. Kann man eigentlich irgendwie auf die Karte gucken, wie weit das weg ist? So jedenfalls glaube ich nicht. 100 Pro wieder komplett in die andere Richtung, stundenlang. Warum die nicht nur angezeigt werden, wenn wir sowieso in der Nähe sind, weiß ich auch nicht. Wir sind ein bisschen jetzt zu weit gefahren. Ich wusste nicht, dass der Tunnel so lang ist. Hallo? Nein! Okay. Ich starte das Spiel mal neu und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich drücke hier Pause. Oh, jetzt sind wir wieder hier an dem Punkt, wo wir den vom Springen bewahrt haben. Dann nehme ich jetzt unterwegs nichts an. Und fahre jetzt einfach mal endlich dieser scheiß nervigen Sirene an unser eigentliches Ziel, damit wir den Mord dann mal untersuchen können. Da ist mal hier direkt hoch, ein Stück weiter. Und fahre jetzt mal die nächste rechts rein, gucken, wo wir dann rauskommen. Ne, warte, ich glaube, dann kommen wir schon am selben Ort raus. Oder warte, ich fahre hier rechts rein. Keine Ahnung. Ich probiere es mal hier. Gucken, dass wir ein bisschen besser dort ankommen. Am besten fahre ich noch eine nach links. Ich glaube, ich fahre ja genauso kacke wie eben. Ähnlich kacke jedenfalls. Hui! Driftet.
Yeah. So, jetzt müssten wir aber eigentlich schon fast auf der richtigen Straße sein, oder? Oh Gott, die hat schon wieder so scheiß Abzweigungen. Ich dachte, ich gehe jetzt mal da geradeaus. Das ist aber auch scheiß weit weg von der Polizeistation. Das kann nervig werden, falls wir da ein paar Mal hin und her fahren müssen, um Leute zu befragen. Fahrzeugschaden auch wieder ein bisschen erhöht. Crime scene is just up a dirt road detective. Gott sei Dank. Tatort 9:55 Uhr, allein schon damit die scheiß Sirenen da aus ist. Gucken wir mal, ob wir es bis zur Mittagspause schaffen. How about a scoop for the Examiner, Galloway? You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. You're used to it, Phelps. Moving along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. Ach du Kacke. Patrolman, this your beat? Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. It's known locally as the Moors. You were first on the scene? Yes, detective. No one's disturbed the body. No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. Außer er ist auch korrupt und er hat die Leiche bewegt. What can you tell me about the shoe prints? Men's size 8s. Pinker lifted impressions for me to compare back at the lab. Ich sehe mit der Blutspur. Die nicht. Okay. Aber die Sache bestimmt. The victim's bag? Looks brand new. Can't be the one used on the body. Achso, das ist kein Blut, das ist Lippenstift. Deswegen heißt das auch der Lippenstiftmörder. Looks like some kind of puzzle or parlor game. Irgendwie hat das eben kurz vibriert, jetzt nicht mehr. Eigentum von der Bamba Club, North Spring, South Downtown oder so. Bamba Club. Why steal a table lighter? ST. Ach so, nee, gut, das hat sich unten. Ah, okay, Downtown nur. Das war unten so komisch im Untertitel aneinander geschrieben. Das ist North Spring Street. Not sure this means much. Einfach ein bisschen Müll.
Don't think this is anything. Könnte aber ja sein, dass hier bei der Bank auch noch irgendwas liegt. Nothing significant. Okay. Dann sollten wir vielleicht mal die Leiche untersuchen. Ne, hier ist noch was. Ne, das war der Fußabdruck oder sind das die Reifenspuren? Der Fußabdruck. Wir könnten ja auch die Reifenspuren hier untersuchen. Nein? Nein. Okay. Keine Reifenspuren. Cause of death? Could be the head injuries. She has been badly stomped. The cuts look superficial. I'll know for sure in an hour. What caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. Die Speditex. Interesting. Kleider können wir wohl nicht untersuchen. Also ein Schuhabdruck auf der Brust, eigentlich auf dem Arm auch. Hier sind überall Schuhabdrücke What auf about this der. wound on the finger? Something removed. A ring, most likely. I assume it was taken post-mortem. Und abgebrochene Fingernägel. Da gibt es sonst scheinbar nichts weiter. What does the writing on the victim mean? BD, like Dahlia? Tex? Your guess is as good as mine. Could be something to it, or it could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. Can we get to the bomba? A man could die of thirst on a case like this. Der scheiß Fußabdruck. Egal. Gut, dann gehen wir mal weiter. Springen über absolut gar nichts drüber. Warum jetzt was anderes, wenn wir durch Wasser laufen? Bamba Club. Komme ich hier auch runter? Nee. Komme ich hier runter? Ich glaube ja. The werewolf? For my money, a copycat. We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you? Dafür kann ich jetzt nichts. Da hab ich kommen gesehen und gehört und muss trotzdem nicht rein. I've been working evidence on BD case for 6 months and got nits. There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started working it today. Okay, Oddshot. What's more likely? The werewolf comes back around, leaving us unknown in a corpse? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Let me finish, folks. A guy opens his mouth again after 6 months of stewing. For some opportunist who's been reading about the BD figures, he'll rip off the MO and get himself a freebie. That's not totally fantastical. You know, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for police work. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder. It was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, another country, who knows? So, Phillips, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, right? A case will come and find you. Can't make it something it ain't, understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. You would have found him. Ich habe gerade auf die Karte geguckt. Ach Gott, ich hätte gerne ein Navi.
Auf jeden Fall wird das jetzt wieder mehr Fahrzeugschaden. Jetzt habe ich doch wieder weiter verkackt. Das wird nichts mehr. Da ist er. Club 10:26 Uhr. Also ziemlich genau eine halbe Stunde haben wir jetzt gebraucht. Hallo. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, Ist aber leicht. about 40 years of age. You mean Celine Henry? Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss him. Is there anything else? Fire away, Phelps. I'll stay here. I'm a little parched. Pour me 3 fingers of rye. I just don't know how to dance to bebop. My eggs were runny. Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? You going to pay for that? Christ. Sure, I know her. She and I and House officer. Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine was a lovely woman. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. Ich habe keine Ahnung, aber der hat jetzt so betroffen reagiert, dass ich dem mal glaube und guter Kopf spiele. You know him? No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes. At around 11. If it helps, I made the guy's license plate. Aus der Tasche gezogen. I think this could be a great help, sir. Thank you. Ich notiere es Ihnen oder ich sag's Ihnen einfach mal so. Ich hab's schon lange notiert. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring on the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. I think you know where the ring came from, and I think you're going to tell me. Okay. I bought it years ago. I carried a torch for Celine in those days. Und heute noch, I glaube always ich. have. Her old man never knew about it. Sie. You know the husband? Sure, I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. He put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Was he ever violent with her? Celine came in here last night looking like she'd taken a slap. They don't live together anymore, so it might not have been him. Thanks, Mr. McCall. You've been a big help. One more thing. Would you have an address for Celine? 142 North Union Avenue. Eben schon 11. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. Wir bräuchten, glaube ich, ein Telefon wegen des Nummernschilds. You drove me up to Mohammed. Let's get out of here. Hey, what's the hurry?
My stool was just starting to warm up nicely. So, Entschuldigung, das Telefon. Gut. Operator, give me R&I. Kann ich hier auch Hinweise finden, oder wie? Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a registered owner on a license plate, 2boy8899. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Thank you. My eggs were runny. Ich habe jetzt gedacht, wenn da irgend so ein komischer Hinweis war, hätte ich hier vielleicht noch mehr finden können. Wo ist unser Auto? Ah, hier. Der wartet und wartet und wartet. Geht der nicht kaputt da bei der Hitze? Sieht ja aus, als wäre es nicht kalt hier. Können wir fahren. Und ich wundere, wenn ich ab und an die reinfahre. You find the booze helps you get through a working day? Sharp as my investigatory instincts, Phelps. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. That's mighty kind of you, Phelps. You know, you picked the wrong job if a healthy thirst offends you, Cole. We owe it to this city to do the best we can in this position. As homicide detectives, that responsibility is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze than the clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only you'd been there, choir boy. Betty Short would be alive, the Japs would have spared Pearl Harbor, our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them. Guess that's the drink slowing you down. Oh my God, brother, oh brother. Worse than I could ever have imagined. Ich muss noch gucken, wo ich da wieder hoch darf. Officer needs help. Shots fired. Officer down. 6th Street and Lindley Place. 6th Street and Lindley Place. Unit to handle code 3 identified. Ich weiß ja nie, wo wir sind, sonst wüsste ich vielleicht ungefähr immer, wo das ist. Die geben ja die Adresse durch, aber dafür müsste ich halt selbst wissen, wo ich mich befinde. There's people there! Da darf ich wohl weiter, okay. You're a different man in front of the captain, Phelps. Ich, ja, fahre doch mal Leute tot, ist halt so. Es gibt halt ein bisschen Abzug nachher. Wohnsitz der Henrys, 10:54 Uhr. Schönes Haus. Sehr gepflegt auch. I'll try the back door. Wait here a second. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Na, dann untersuchen wir mal. Oh, da ist ein Zeitungsausschnitt. Moment, dann mache ich hier erst einen kleinen Cut. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.